Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. In meinem letzten Video habe ich euch ja vorgestellt, Blackout, was passiert, wenn der Strom mal wirklich ausfällt. Wie betrifft uns das, welche Bereiche betrifft es und wie kann man sich davor schützen. Und in dem Video zeige ich euch, was ich persönlich gemacht habe, um mich vor so einem Blackout-Fall oder vor die Auswirkungen, soweit es geht, die abzumildern. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ein großes Problem, das wir haben in diesen Fällen ist, uns fehlt Wasser. Und zwar Wasser zum Kochen, Wasser zum Zähneputzen, Wasser zum Duschen. Ganz wichtig, Wasser für die Klospülung, darf man auch nicht unterschätzen. Und natürlich Wasser zum Trinken, logischerweise. Und hier habe ich immer vorrätig einen 60 Liter, also mehrere Kanister, 15 Liter Kanister, also immer 60 Liter Wasser vorrätig. Und die habe ich mit sogenannten Mikropur-Tabletten lang haltbar gemacht. So halten die circa ein halbes Jahr. Dann werde ich die austauschen und dann kommen einfach neue Tabletten rein, ein Thema erledigt. So Mikropur-Tabletten kosten nicht die Welt. Ich blende euch das irgendwo unten ein. Ein Link dazu. Und wie gesagt, eine HIR-Tablette, 15 Liter, das sollte normal für ein halbes Jahr reichen. Die werde ich aber trotzdem nochmal filtern und damit habe ich zumindest schon mal mein Trinkwasser und mein Kochwasser. Um die Klospülung zu bedienen, haben wir draußen eine Regentonne, die man für sowas verwenden kann. Und ich habe ca. 100 Meter entfernt einen größeren Bach. Ich habe noch weitere Kanister, zwar so 15 Liter Kanister, zack, voll gemacht. Muss man halt dann alle 2 Tage wiederholen und dann kann man die Klospülung auch weiterhin bedienen. Sollte das aber nicht mehr gehen, weil eben hier alles verstopft ist, weil ja keiner mehr Wasser nachlässt, dann habe ich mir dafür Abfalltüten, ganz einfache Abfalltüten, größere, die wo man dann quasi über den Deckel drüber macht, haut sein Zeiglein und muss es dann irgendwo im Garten vergraben, bis alles wieder geht, dann kann man es wieder ausgraben und wegwerfen. Das ist nicht angenehm, aber besser wie nichts. Zum Kochen, wie gesagt, nehme ich das 60 Liter Wasser her. Ich würde, wenn ich merke, es geht los und es gibt noch Wasser, kann bei uns durchaus passieren, weil der Wasserbehälter etwas höher liegt, das ist nur kurzfristig hält, dann würde ich natürlich Badewanne, alle Töpfe, alles was ich habe, voll Wasser machen, um möglichst lange davon profitieren zu können. Was ich auch noch habe, ist quasi, ich weiß, wo die nächsten Quellen sind und ich habe Wasserfilter, sodass ich hier, also auch wenn es längerfristig wäre, dorthin marschieren könnte, kann ich sogar zu Fuß hinmarschieren oder mein Auto, wenn das noch geht, wie auch immer. Und konnte hier quasi Frischwasser wieder mitnehmen, jeder 15 Liter Kanister, mit 30 Liter komme ich für 2 Personen schon wieder ein paar Tage aus. Das nächste Thema ist natürlich das Thema Wärme. Es fällt ganz klar die Heizung aus, ohne Strom geht auch keine Gasofen oder sonst was, außer ich habe daheim einen normalen Ofen, den ich mit Holz heizen kann. So ein Specksteinofen, gibt ja mittlerweile immer mehr, die den haben, ist eine super Geschichte. Habe ich leider nicht, kann ich bei mir auch nicht einbauen, das heißt, ich muss mir hier was anderes überlegen. Das erste, was ich habe viele Schlafsäcke zu Hause und ich habe ja mal ein Video gemacht, wie man Schlafsäcke tunen kann. Ich verlinke euch irgendwo oben unten. Und das ist eben der Vorteil, dass ich hier bis minus 20 Grad könnte also in den Schlafsäcke locker überbrücken für beide Personen. Also dürfte das schon mal kein Problem sein. Ich habe sehr viel warme Kleidung, Mützen, Handschuhe aller Art, also bis zu minus 25 Grad kann ich wunderbar überleben. Und habe natürlich auch noch Kerzen für sichere Sachen für das Thema Wärme. Die kann man auch gleich für das Thema Licht hernehmen. Haben noch eine Petroleumlampe, die da auch sehr gut funktioniert, weil die ganz schön viel Wärme abstrahlt, sodass ich den Raum zumindest um einige Grad mehr erwärmen kann. Ich kann jetzt keine 25 Grad wallig warm machen, aber ich kann zumindest überleben. Was ich noch als Idee habe, was noch kommt, ich hatte früher ein Aggregat, so eins will ich auch wieder haben, das sehr, sehr leise ist. Ich verlinke euch das mal unten, kommen wir später noch drauf. Und dazu eine kleine Elektroheizung, so eine 1000 Watt Heizung. Damit kann ich einen Raum wunderbar wärmen, dass es da drin zumindest überlebenstechnisch funktioniert. Und wenn ich das so alle paar Stunden mal mache, dann reicht auch das Aggregat einige Zeit aus. Ich noch was vergessen? Genau. Und was auch noch eine super Idee ist, ein Zelt in der Wohnung aufbauen. Ich habe vor kurzem mein Zelt in der Wohnung aufgebaut, wir haben uns da beide reingelegt, haben das mal zugemacht und da drin wurde es sofort um einige Grad wärmer. Also das darf man nicht unterschätzen. Könnte also nochmal was ausmachen, dann muss ich das Zelt im Bett aufbauen. Gut,
Es ist natürlich auch wichtig, dass ich so eine Notsituation, dass ich immer auf dem Laufenden bleibe. Das heißt, Radio wäre sehr wichtig, auch wenn die nach mehreren Tagen aufhören, aber zumindest in die ersten Tage kriege ich viel mit. Nur ohne Strom habe ich in der Regel auch kein Radio. Natürlich, klar, ich kann ins Auto raussitzen, dann mein Autoradio werden mir einige Tage seinen Dienst tun, gar keine Frage. Aber ich habe es halt nicht drinnen. Und deswegen habe ich hier als Radio, habe ich mir, und auch für die Kommunikation, weil wenn ich da mal rausgehe zum Wasser hin, ist es ja immer gut, wenn man gegenseitig kommunizieren kann. Man weiß ja nicht, was draußen los ist. Habe ich mir eben diese Baofeng-Funkgeräte gekauft. Da gibt es ein Video von mir, das haue ich auch unten in die Beschreibung rein. Die sind super. Wir haben also jetzt vom Berg runter sogar 25 Kilometer Reichweite damit erreicht. Also echt toll. Kann ich am Solar-Power-Panel wieder aufladen, sodass die immer wieder fit haben. Also an der USB, an der Powerbank kann ich die quasi wieder aufladen. Das ist natürlich toll, weil so habe ich dauernd Kommunikation und dort ist auch ein Radio verbaut, sodass ich also hier wunderbar Radio hören kann und so auf die neuesten Infos immer informiert bin. Was man auch darüber nachdenken sollte, es gibt ja vielleicht dann doch noch was zu kaufen, gerade in die kleineren Edeka-Läden oder sowas in die Richtung, ist das mit Sicherheit dann noch machbar. Aber wir haben natürlich das Problem, dafür brauche ich Geld. Die EC-Karte funktioniert, die Mastercard funktioniert nicht. Geldautomaten werden nicht funktionieren, die Bank hat wahrscheinlich geschlossen. Das heißt, ich muss immer etwas Bargeld daheim haben. Das müssen nicht Tausende von Euro sein, aber ein bisschen Bargeld daheim wäre nicht schlecht. Man kann auch kleine Goldstücke, so Goldbarren 1 Gramm oder sowas, die kosten glaube ich so um die 45 Euro derzeit. Auch mit sowas kann man dann im Notfall mal zahlen, wenn es wäre. Also auch das ein wichtiger Punkt, Geld daheim zu haben. Gut. Dann ist es natürlich so, es wird nichts mehr zum Kaufen geben, das heißt, ich brauche einfach was zum Knabbern. Ich überlebe zwar 3 Wochen ohne Nahrung, aber angenehm ist das nicht. Und das heißt, ich habe Nahrung daheim. Du hast natürlich das vom Kühlschrank und von der Tiefkühltruhe, die beiden funktionieren aber leider nicht mehr. Das heißt, das musst du als erstes mal verbrauchen. Aber da kann man mit Sicherheit mal einige Zeit überbrücken, nur ich brauche natürlich dann auch noch was, um das zu kochen zu können. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Dann habe ich mir von der Firma Fettig, kann ich euch einen Link unten geben, E-Pass bestellt. E-Pass kennt jeder, der mal bei der Bundeswehr war, das sind diese Ein-Mann-Packungen. Und die habe ich mir selbst zusammengestellt, weil du brauchst die Hälfte von dem Schmarrn, der drin ist, nicht. Ich habe also hier eine Kiste mit 20 mal Frühstück, 20 mal Mittagessen, 20 mal Abendessen in einer Kiste drum. Vorteil an dieser Kiste ist, ich kann die packen, ins Auto reinlegen und bin weg und habe mein Vorrat mit dabei. Das war eigentlich der Vorteil. Und das zweite ist halt, diese Sachen sind alle 10, 15 Jahre locker haltbar, ohne Probleme. Kosten ein bisschen mehr, als wenn ich es im Geschäft kaufe, aber dafür, das ist also quasi mal ein Teil, den ich habe. Das steht irgendwo in der Ecke hinten und könnte in dem Fall raus, da für 2 Personen 10 Tagesrationen da drinnen. Zusätzlich habe ich das gleiche auch noch, die wo ich regelmäßig verbrauche, wenn ich draußen bin, im Biwak oder sowas in die Richtung. Aber hier habe ich auf alle Fälle mal Nahrung locker für 20 Tage zu Hause insgesamt. Also wenn man Kühlschrank etc. die ersten Tage nimmt, dann so Päckchensuppen, Dosen, was man sowieso daheim hat, und dann habe ich das EPA noch zum Mitnehmen. Eine Möglichkeit zum Beispiel, um den Kühlschrank und die Gefriertruhe weiter zu nutzen, wäre auch wieder das Aggregat, von dem ich vorher gesprochen habe, das ich unten einblende, weil das hätte den riesen Vorteil, das würde reichen, wenn ich das einmal am Tag laufen lasse, dann kühlt es wieder runter und eine Tiefkühltruhe kann normal 24 Stunden ohne Strom überleben, ohne dass die Sachen auftauen. Also könnte ich so natürlich die Zeit und die Sachen, die ich in der Gefriertruhe habe, viel länger nutzen, als was ich so habe. Und somit habe ich schon mal wieder viel mehr Vorrat dabei und kann die Zeitbase verlängern, in der ich das brauche. Dann habe ich natürlich für Getränke habe ich Vitamintabletten, um das Wasser ein bisschen erträglicher zu machen, Pulverchen, alles mögliche, von den E-Pass gibt es da was. Da gibt es so Vitamintabletten, wo quasi alles drin ist, Magnesiumtabletten und. Ich finde, gerade in so einer Situation ist zusätzliche Vitamine, auch wenn es künstlich sind, nicht schlecht. Es ist auf alle Fälle besser, als wenn man nichts hat. Dann ist natürlich auch noch klar, ich habe auch noch viele Tees daheim, weil gerade in sowas ist man vielleicht gesundheitlich dann auch noch angeschlagen, weil es in der Wohnung ja kalt ist. Also Tee hilft der Wunder, und natürlich ganz klar Kaffeepulver. Da gibt es diese kleinen fertigen Packungen, wer es mit Milch und Zucker mag, die sind schon fertig, ich mag es ohne, die gibt es wunderbar, und die sind natürlich top für sowas. Thema Mobilität, auch ein wichtiger Punkt.
ich möchte ja vielleicht nur rumfahren oder es gibt irgendwo anders, gibt Strom, da gibt es Heizung, da gibt es was auch immer. Und ich möchte dorthin fahren. Ich meine, wir haben ja schon festgestellt, die Straßen haben wahrscheinlich verstopft und es gibt nichts mehr zum Tanken. Dafür habe ich natürlich einen 20 Liter Kanister Diesel schon mal daheim. Und was ganz wichtig ist, ich fahre mein Auto bis maximal nur noch 100 Kilometer Reichweite und dann tanke ich. Früher bin ich immer so bis zum letzten Tropfen gerade noch zur Tankstelle hin. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, sondern ich lasse mindestens 100, manchmal oder eher sogar 150 Kilometer nur Rest drin, tank dann wieder voll. Hat einfach den Vorteil, dass ich immer weiß, ich komme nur mal locker 100 Kilometer irgendwo hin und mit meinem 20 Liter Diesel dazu nur mal ungefähr 300 Kilometer, also wir haben 400 Kilometer Reichweite, wenn mal irgendetwas wäre, falls man nur fahren kann. Dazu habe ich natürlich noch ein Rad. Ich habe nur ein E-Bike. Das E-Bike könnte man wiederum mit dem Aggregat locker aufladen. Da kann man einfach mehr und schneller am Berg was transportieren. Genau, und natürlich ein Motorrad habe ich noch, logischerweise. Mit dem Motorrad komme ich halt auch durch verstopfte Straßen durch. Und auch fürs Motorrad habe ich immer so viel dabei, dass ich hier nochmal 100, 200 Kilometer locker fahren könnte, sodass ich eine gewisse Mobilität zumindest da habe. Und da ich beim THW bin, wird das Nachtanken bei mir wahrscheinlich leichter sein als bei anderen, weil wir ja die Tankstelle zu betreiben haben. So, es ist ja so, unsere Haushaltsgeräte funktionieren ja alle nicht mehr, weil alle ausnahmslos mit Strom funktionieren. In aller Regel. Also habe ich mir hier zum Beispiel, das Wichtigste ist für mich hier der Ofen, weil ich muss mir was Warmes kochen können. Tee, Kaffee, Suppen, Fleisch, sonstiges. Und da bin ich relativ gut ausgestattet. Ich habe also zum einen mal einen Gaskocher mit, ich glaube, 10 Gaskartuschen, also der reicht ewigst. Weiterhin habe ich einen Hobo-Kocher mir selbst gebaut, da gibt es ein Video von mir, verlinke ich euch auch, aus einfach einer Dose. Habe ich mir ganz schnell einen Hobo-Kocher. Wir haben ein paar Bäume draußen, da kann ich mir jederzeit ein bisschen Holz runterschneiden, also damit kann ich immer kochen. Damit könnte ich sogar meine Wohnung wärmen, da kommt ein super Lagerfeuer raus, darf man nicht unterschätzen. Ich habe dazu noch mal einen Spirituskocher selbst gebaut, aus einer Cola-Dose. Auch dazu gibt es ein Video bei mir. Und ich habe natürlich noch meinen Esbit-Kocher. Also hier bin ich relativ gut aufgestellt zu dem Thema, also Kochen ist bei mir kein Problem. Dann natürlich Wäsche waschen. Ich meine, wir haben sehr viel Wäsche, muss ich zugeben, viel zu viel, beide. Also könnt relativ viel ausweichen, aber irgendwann muss ich vielleicht doch mal waschen. Und dafür könnte man dann zum Beispiel das Flusswasser nehmen, das filtern nochmal. Und dann könnte man hier mit Waschpulver sowas, also diese Reihe in der Tube haben wir genug zu Hause. Damit kann ich einmal wieder meine Kleidung waschen. Irgendwann ist das sehr viel angenehmer. Was haben wir denn noch? Kaffeemaschine, habe ich schon gesagt, mache ich mal mit Kaffeepulver. Waschmaschine haben wir auch schon erklärt. Und ich habe es im ersten Video schon gesagt, es gibt viele Leute, die haben leider keine Vorräte. Die haben nicht irgendwas, dass in der Wohnung wieder warm wird. Und die haben dann echt Stress. Und zwar richtigen Stress. Und da wird es Aufstände geben, Plünderungen etc. Mehr dazu im ersten Video. Und wie schütze ich mich da davor? Ich habe das Glück, ich bin Sportschütze, ich bin Reservist. Das heißt, ich habe sogar echte Waffen zu Hause. Als Reservist habe ich auch gelernt, mit denen umzugehen. Das ist mein ein Punkt. Ich habe aber auch eine zusätzliche Armbrust, ich habe eine Schreckschusswaffe, ich habe Pfefferspray daheim en masse. Ich habe natürlich Messer etc. Aber auch diesem Thema muss man sich widmen, dass man zum Beispiel die Tür verbarrikadiert, die Fenster verbarrikadiert, überall wo man reinkommen kann. Auch über sowas muss man sich einfach mal Gedanken machen für den Fall der Fälle. So, jetzt habe ich mich super vorbereitet, meine Wohnung ist verbarrikadiert, trotzdem gibt es Gründe, um dort raus zu müssen. Brand in der Nachbarschaft, irgendwelche wilden Horden, die rumstreifen und dann muss ich vielleicht flüchten. Und auch für sowas sollte man vorsorgen und da gibt es den sogenannten Fluchtrucksack oder auch den Bug-Out-Bag. Dazu gibt es von mir mehrere Videos, was dazu reingehört, die verlinke ich euch mal unten. Nach der 3er-Survival-Regel, was gehört da rein, was nicht. Und damit kann ich auch für den letzten Fall, wenn ich wirklich aus der Wohnung raus muss, was man natürlich nicht empfehlen, weil keiner kann im Wald lange überleben, außer er hat es lange trainiert. Aber die wenigsten von uns haben diese Fähigkeiten. Aber ich brauche zumindest ein Bug-Out-Bag, damit ich dort mal mehrere Tage überbrücken kann oder vielleicht irgendwo in die nächste Stadt komme oder sonst was. Das war's wieder zu dem Thema Blackout. Wie bereite ich mich selber vor? Ich habe euch jetzt ein paar Tipps gegeben, wie ich das mache. Ich kann das nur empfehlen, sich auch hier vorzubereiten, weil es kann einfach mal passieren.
Und es schadet ja nicht, wenn ich die Sachen daheim habe, da ist ja nichts verloren. Die kann ich irgendwann mal essen und kann wieder neue nachkaufen. Dann ist das alles kein Problem, es kostet auch alles nicht die Welt, aber wenn ihr Bodtipps berücksichtigt, bin ich für den Fall viel besser gerüstet. So, das war's wieder von mir. Ich sage ciao, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, da kommen noch mehr solche Videos. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal.